Das ist unser neues Auto, meine süße Frau. Schau es dir an, wie es in der Sonne glänzt. Es ist für dich. Gefällt es dir? Wow! Ein neues Auto? Oh Peter, das ist unglaublich. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Gehört es wirklich uns? Ja, meine Liebe. Nur für dich. Ich habe es gesehen und sofort gedacht. Das gehört meiner wunderschönen Frau. Oh Peter, du bist so ein netter Ehemann. Nein, nicht nur nett, du bist perfekt. Du denkst immer an mich. Es ist meine Pflicht, dich glücklich zu machen. Dein Lächeln bedeutet mir alles. Ohne dein Lächeln hat nichts einen Wert. Du bist der beste Ehemann der ganzen Welt. Niemand kann sich mit dir vergleichen. Ich liebe dich, Sarah. Ich liebe dich auch, Peter. Mehr als alles andere. Das ist Lisa. Sie ist eine sehr gierige Frau. Sie ist unzufrieden mit ihrem eigenen Leben. Sie schaut oft auf das, was andere Leute haben. Schau sie dir an, wie sie lachen, wie sie lächeln. Ein neues Auto. Geschenke. Liebe. Alles, was ich nicht habe. Warum sie? Warum nicht ich? Was habe ich im Leben falsch gemacht? Nein, das ist nicht fair. So sollte mein Leben nicht sein. Es ist schon morgen. Warum bist du immer noch hier? Die Sonne ist aufgegangen. Die Leute arbeiten schon. Und du? Du sitzt immer noch da? Ich weiß, Lisa. Ich bin bereit für die Arbeit. Ich trinke nur meinen Morgentee. Mein Kopf tut weh. Ich hatte gestern sehr viel Arbeit. Ich habe den ganzen Tag schwere Kisten getragen. Du weißt ja, dass mein Job hart ist. Ich bin sehr müde. Müde? Das ist jeden einzelnen Tag deine Antwort. Immer müde, immer schwach, immer arm. Lisa, bitte. Ich gebe mir Mühe. Mühe? Nennst du das Mühe? Schau dir dieses Haus an. Schau dir die Wände an, das kaputte Fenster. Die alten Möbel. Dieses Haus fällt auseinander. Aufgrund meiner hohen Arbeitsbelastung habe ich keine Zeit. Ich werde alles langsam reparieren. Langsam? Das Leben ist nicht langsam. Die Menschen kommen voran. Schau dir unsere Nachbarn an, Sarah und Peter. Sie haben gerade ein neues Auto gekauft. Ein neues Auto. Ich habe es gesehen. Natürlich hast du es gesehen. Jeder hat es gesehen. Die ganze Straße hat es gesehen. Und was haben wir? Einen kaputten Stuhl. Dieser Stuhl ist seit Wochen kaputt. Wir haben nicht einmal genug Geld, um einen neuen Stuhl zu kaufen. Ich habe gesagt, ich werde den Stuhl heute reparieren. Dieser Stuhl ist seit Wochen kaputt. Wochen, Thomas. Selbst ein armer Mann sollte einen Stuhl reparieren können. Es tut mir leid. Wirklich. Ich will dein Es tut mir leid nicht hören. Ich will ein besseres Leben. Ich will ein schönes Haus. Ich will neue Kleidung. Ich will, dass die Leute mich draußen respektieren. Ich glaube, Mama und Papa streiten wieder. Ja, sie streiten immer. Jeden Morgen, jeden Abend. Sollen wir hingehen und nachsehen? Ich habe Angst, aber wir sollten gehen. Andere Männer kaufen ihren Frauen Geschenke. Sie bringen Blumen. Sie bringen Gold. Sie gehen mit ihnen in Restaurants. Sie geben ihnen das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Lisa, ich liebe dich. Ich liebe Clara und Klaus. Alles, was ich tue, tue ich für euch. Liebe? Liebe bezahlt keine Rechnungen.
Liebe kauft keine Kleider. Liebe bringt kein Essen auf den Tisch. Ich werde versuchen, mehr zu verdienen. Das sagst du immer. Immer. Aber nichts ändert sich. Mama, Papa, bitte streitet nicht wieder. Seid still. Geht euch für die Schule fertig machen. Euer Vater kann sich nicht einmal einen Schulbus leisten. Also werdet ihr wie arme Kinder zu Fuß gehen. Eines Tages werde ich Ihnen die Wahrheit sagen, Welche Wahrheit? dass ich nicht Ihre richtige Mutter bin. Lisa, bitte? Das nicht. Sie sind nur Kinder. Sie wissen nicht, dass Ihre echte Mutter gestorben ist. Es wird Sie zerstören. Warum sollte mich das kümmern? Warum sollte ich diese Last tragen? Weil meine Kinder dich lieben. Sie sind Waisen, die ohne ihre Mutter aufwachsen mussten. Sie haben dich sehr geliebt, als wärst du ihre richtige Mutter. Ich brauche Ihre Liebe nicht. Ich brauche ein besseres Leben. Ich werde mehr Geld verdienen. Ich verspreche es. Ich gehe jetzt. Ich komme am Abend zurück. Komm mit mehr Geld zurück. Oder komm gar nicht zurück. Ich habe die Nase voll von dem Leben mit dir, du nutzloses, armes Ding. Schaut euch mal ihre Schuhe an. Die haben Löcher. Vielleicht ist Ihre Familie zu arm, um Kleber zu kaufen. Schaut euch ihre Kleidung an. Jeden Tag dieselben Sachen. Hört auf. Lasst meine Schwester in Ruhe. Ich werde nicht zulassen, dass jemand sie mobbt. Oh, schaut euch das an. Der kleine Bruder will ein Held sein. Klaus, nein. Bitte, kämpf nicht. Es ist schon okay. Nein, das ist es nicht. Sie lachen über dich. Lass sie doch lachen. Wir brauchen sie nicht. Aber sie sind gemein. Ich hasse sie. Ich wünschte, Papa hätte mehr Geld. Ich auch. Aber Papa gibt sich Mühe. Komm, wir gehen einfach. Dieses Kleid. Es ist so wunderschön. Schau dir die Farbe an. Den Stoff, den Glanz. Eines Tages werde ich so etwas tragen. Ich werde stolz gehen. Die Leute werden mich mit Respekt ansehen. Und schau mich jetzt an. Altes Kleid. Alte Schuhe. Niemand beachtet mich überhaupt. Die Menschen respektieren nur reiche Frauen. Reiche Frauen strahlen. Arme Frauen verschwinden. Thomas wird mir so etwas niemals kaufen. Niemals. Aber ich werde einen Weg finden. Es ist mir egal wie. Ich werde bekommen, was ich will. Sarah, ich brauche deine Hilfe. Bitte meine Nachbarin, nur ein bisschen Hilfe. Du siehst besorgt aus. Was ist passiert, Lisa? Ich bin so gestresst. Alles ist so schwierig. Erzähl mir. Was ist los? Thomas verdient nicht genug. Die Kinder. Sie brauchen Essen, Kleidung. Alles. Wir haben nichts. Lisa, ich habe dir letzte Woche schon Geld gegeben. Ich weiß, und ich bin dir sehr dankbar. Aber bitte, nur ein bisschen mehr. Nur für ein paar Tage. Wofür brauchst du dieses Geld? Klaus, mein Sohn. Er ist sehr krank. Er hustet sehr stark. Er braucht Medizin. Und Clara. Sie braucht Hefte für die Schule.
Klaus ist krank? Soll ich ihn mir ansehen? Nein, nein. Es geht ihm jetzt gut. Nur ein bisschen schwach. Ich bin seine Mutter. Ich werde mich um ihn kümmern. Bist du sicher? Ja. Bitte. Ich brauche nur Geld. In Ordnung. Aber das ist das letzte Mal. Nur 200 Euro. Danke, Sarah. Du bist eine gute Freundin. Nächste Woche, Lisa. Bitte vergiss es nicht. Ich werde es nicht vergessen. Ich verspreche es. Endlich, ich habe Geld. Jetzt kann ich mir etwas Schönes kaufen. Nicht für die Kinder. Nicht für dieses nutzlose Haus. Für mich. Klaus und Clara sind mir egal. Sie sind nicht meine Kinder. Clara, Klaus, warum sitzt ihr hier ganz allein? Papa, Mama ist ausgegangen. Sie ist ausgegangen? Wann? Sie hat gesagt, sie kommt in einer Stunde zurück. Aber es ist schon lange her. Vielleicht 3 Stunden. 3 Stunden? Hat sie gesagt, wohin sie geht? Nein, sie hat nur ihre Handtasche genommen und ist gegangen. Papa, wir haben Hunger. Wir haben seit heute Morgen nichts gegessen. Oh meine Kinder. Ich rufe sie sofort an. Sie geht nicht ran. Möglicherweise ist sie mit etwas Wichtigem beschäftigt. Macht euch keine Sorgen. Ich mache euch etwas zu essen. Wirklich, Papa? Ja, wir kochen zusammen. Juhu. Und wir helfen dir beim Kochen. Clara, bring das Brot. Ja, Papa. Klaus, wasch das Gemüse. Okay, Papa. Das mache ich gerne. Auch wenn wir nicht viel haben. Wir haben immer noch einander. Ja, Papa, du hast recht. Dieses Essen. Es ist so lecker. Endlich richtiges Essen. Nicht diese alte Suppe zu Hause. Es ist teuer, aber das ist mir egal. Ich habe jetzt Geld. Morgen werde ich dieses Kleid kaufen. Mir ist egal, was Thomas sagt. Ich werde alles bekommen, was ich will. Und es ist mir egal wie. Ich verdiene ein luxuriöses Leben. Danke, Papa. Du kochst sehr gut. Papa, wird Mama zurückkommen? Ja, sie wird zurückkommen. Ich verstehe nicht, wie sie die ganze Zeit so draußen bleiben kann. Klaus, Clara, ich möchte euch etwas sagen. Unsere Familie hat im Moment nicht viel Geld. Das heißt, ich kann euch nicht alles kaufen, was ihr euch wünscht. Ich kann euch keine teuren Geschenke geben. Das tut mir leid. Ich würde euch so gern mehr geben. Aber ihr sollt wissen, ich liebe euch sehr, mehr als alles andere. Ich verspreche euch, ich gebe jeden Tag mein Bestes. Ich arbeite hart und tue alles, was ich kann, damit es uns besser geht. Jetzt ist es vielleicht nicht leicht, aber ich glaube, es wird besser. Wir müssen nur zusammenhalten, meine Kinder. Ich gebe nicht auf, weil ich euch so sehr liebe. Wir lieben dich, Papa. Papa.
Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.